Herzlich willkommen zu einer neinen Folge der Price Rangers. Ich bin Ranger Michi. Und ich bin Ranger Paul. Und zusammen testen wir billige Gitarren. Heute zum Beispiel die Squier Affinity Stratocaster in der Farbe Slick Silver für 189 Euro. Was bekommen wir für 189 Euro? Einen Erlenkorpus, einen Ahornhals, ein Palisander-Griffbrett und eine klassische Elektrikausstattung. 3 Single-Coil-Pickups, Volume und zweimal Tonregler und einen 5-Weg-Schalter. Dazu gibt es noch ein Tremolo. Sonst nix. Ich muss schon sagen, nach diesem leichten, kurzen, billigen Akkordspiel habe ich schon eine gewisse Affinität zur Affinity. Ranger Paul, wie sieht's bei dir aus? Der Tremolo-Einsatz funktioniert leider nicht ganz verstimmungsfrei, aber es handelt sich eben auch um ein Vintage 6-Point-Tremolo, das darf sich hin und wieder verstimmen. Die arbeiten nicht so ganz akkurat. Schauen wir uns mal an, was das Ganze im Crunch-Bereich zu bieten hat. Man merkt ein wenig, wenn es in Richtung Bridge Pickup geht, dass das Ganze an Fundament und Lautstärke verliert. Wahrscheinlich wird sie auch im Metal-Bereich nicht so viel Druck abliefern, aber Ranger Michi fürchtet selbst eine Affinity Strat nicht. Wobei ich ergänzen möchte, dass ich die Humbucker Strat, die wir in unserem allerersten Video bereits erfolgreich gegoldständert haben, nicht fürchte. Aber so eine klassische SSS Affinity Strat, mal sehen. Nee, ich lasse es gut sein. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen dieses Instruments. Einen dicken Nachteil hat sie für mich natürlich schon gesammelt. Sie kann kein Metal. Und ich kann ja sonst nichts. Ranger Paul hingegen kann ganz andere Stilarten spielen und die beherrscht die Squier Affinity Strat schon erheblich besser. Was mir nicht so gut gefällt, sind Verarbeitungsmängel am Hals-Korpus-Übergang. Ansonsten muss Ranger Endkontrolle Michi sagen, gut gearbeitet in China. Bis auf den Bridge Pickup, der recht schwach auf der Brust ist, fallen mir keine gravierenden Mängel ein. Das leichte Verstimmungsproblem in Verbindung mit dem Tremolo hat man auch bei teureren Gitarren. Die Spielbarkeit ist im Gegensatz zu vieler unserer Probanden in diesem Fall wirklich sehr komfortabel. Die Seitenlage ist dir nicht so hoch? Nein, die ist genau richtig. Kommt dann für dich diese Squier Affinity Strat in den Goldständer oder in die Tonne? Goldständer. Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an, auch wenn sie kein Metal kann. Die anderen Sachen kann sie ziemlich gut. Goldständer. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Likes und Abos auf unserem YouTube-Channel. Dort haben wir auch einen kleinen Donation-Button, wer uns unterstützen will beim Rangern von Instrumenten. Und außerdem könnt ihr uns auch jederzeit besuchen auf den anderen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auf unserem Blog www.pricerangers.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ciao.